Hallo zusammen! Im letzten Video haben wir euch mit in das ewige Eis der Antarktis mitgenommen und süße Pinguine und Wale vorgestellt. In diesem Video nehmen wir euch mit in den lebhaften Sommer Patagoniens. Bleibt also dran, nach dem Intro geht's los. Nachdem wir von der Antarktis zurückgekehrt und in Ushuaia wieder gelandet sind, ging es für uns auf relativ direktem Weg weiter nach El Chaltén. El Chaltén bezeichnet sich selbst als nationale Hauptstadt des Trekkings. Und genau dazu sind wir da. Am Fuße des Fitzroy wollen wir natürlich auch wandern gehen. Guten Morgen. Wir sind jetzt gestern in El Chaltén losgelaufen, machen einen kleinen 3-Tages-Track und muss ich sagen, wirklich, wirklich schön. Also ich persönlich wollte ja schon als Kind hierher. Es ist total geil, jetzt endlich da zu sein. Die Berge, die man als Kind schon immer mal sehen wollte, endlich vor sich zu haben. Aber auch die Wanderung war total toll, abwechslungsreich, schön, anfängerfreundlich. Die sind nicht lang, die Etappen, die wir zurücklegen müssen. Wir sind auch erst am Nachmittag dann losgelaufen. Gestern Abend an der kleinen Campingstation hier angekommen. Da gibt es eigentlich nicht viel außer ein Plumpsklo und mehr oder weniger ebene Flächen, wo man sich hinlegen darf. Ja. Die anderen schlafen noch oder sind zumindest noch im Bett. Denen war noch ein bisschen kalt. Ich bin jetzt schon auf den Beinen und ich laufe jetzt noch mal hier vor zur Lagune, die dann da hinter dem Hügel kommt. Und wie man sieht, ist der Cerro Torre im Hintergrund. Und da möchte ich noch mal zwei drauf. So, jetzt sind wir hier in der Lagune. Da sieht man noch ein paar Eisbrocken, weil ein Gletscher mündet in diese Lagune, beziehungsweise der bildet ja diese Lagune. Und so ein paar Brocken schwimmen noch auf dem Wasser rum. Nachdem alle anderen dann auch wach sind, gibt es erstmal ein ordentliches Frühstück und einen heißen Kaffee, was bei der Kälte sehr gut tut. Bevor wir dann weiter wandern, schließlich haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. Wir sind auf dem Weg zur Laguna Madre e Hija, an deren Ufer wir eine erste größere Pause einlegen. Die Sonne wärmt ordentlich auf und der leichte Wind sorgt dafür, dass die Moskitos uns in Ruhe lassen. Wir haben absolutes Glück. Der sonst häufig in Wolken verhangene Fitzroy zeigt sich uns in seiner vollen Pracht unter strahlend blauem Himmel. Von El Chaltén geht es für uns dann weiter in den Perito Moreno Nationalpark. Der Nationalpark ist sehr weit abgelegen und ein Besuch will gut geplant sein. 300 Kilometer sind es zur nächsten Stadt und somit auch zur nächsten Tankmöglichkeit. Der Perito Moreno Nationalpark bietet seinen Besuchern ebenfalls fantastische Wandermöglichkeiten in der Wildnis Patagoniens an. Auch Mehrtagestouren sind dank der tollen Refugios, die hier zur Verfügung stehen, auch ohne eigenes Zelt gut machbar. Für uns heißt das also, wir schnüren wieder die Wanderschuhe und laufen los. Diesmal haben wir aber zumindest zu Beginn der Wanderung ganz schön mit dem patagonischen Wind zu kämpfen. Glücklicherweise hat der Wind aber bald Erbarmen mit uns und wir können die Wanderung in vollen Zügen genießen. Im Gegensatz zu den Wanderungen rund um El Chaltén sind wir hier quasi alleine unterwegs.
Bis auf wenige Ausnahmen kreuzen nur Guanacos unseren Weg. Der Perito Moreno Nationalpark ist sehr ursprünglich gehalten und so gibt es statt Brücken eben große Steine im Wasser. Nasse Füße sind hier nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag erreichen wir unsere Refugios. In unserem Fall sind das schöne kleine Zeltkuppeln, in denen wir die Nacht verbringen. Kalt? Warm? Scheiße, ist das kalt. So, wir sind jetzt einmal durch den kalten Fluss gewatschelt. Der ist wirklich kalt, also richtig, richtig kalt. Der wird nämlich vom Gletscher gespeist. Und ja, jetzt kommt Claudia noch rüber und dann wollen wir zur Lagune laufen. Schauen wir mal, wie der Weg wird. Ja, die Flussdurchquerung war wirklich kalt. Doch das hat sich gelohnt. Uns hat die Lagune und der Weg dorthin gut gefallen. Auch wenn wir auf dem Rückweg ein zweites Mal durchs Wasser müssen. In diesem Nationalpark gibt es übrigens nicht nur Zeltkuppeln, sondern auch richtige aus Holz gebaute Refugios. Und die sind der Hammer. Wie geil ist das denn? Die Refugios gibt es in unterschiedlichen Größen und in der Regel haben sie sogar einen Holzofen und Holz dabei für die etwas kälteren Tage oder Nächte. Abgefahren. Für uns ist klar, der Perito Moreno Nationalpark gehört zu den schönsten Nationalparks in ganz Argentinien. Von hier aus geht es für uns weiter in Richtung Norden, zurück auf die Carretera Austral. Bereits im Frühling kamen wir hier schon vorbei, aber jetzt ist Sommer und wir möchten uns gerne die berühmten Marmorhöhlen auf dem Lago General Carrera anschauen. Dies kann man nämlich nur mit dem Boot machen. Über Jahrhunderte hat das Wasser des Sees diese tolle Formationen aus dem Stein geschliffen. Wir folgen nun der Carretera Austral zurück nach Futaleufú. Wir haben bestes Sommerwetter und überall blühen die Lupinen in den unterschiedlichsten Farben. Zusammen mit dem blauen Himmel, den grünen Wiesen und Wäldern und den schneebedeckten Gipfeln ergibt dies ein atemberaubendes Bild. Lange soll diese heile Weltstimmung für uns aber nicht anhalten. So, wir stehen jetzt hier mitten auf der Straße, wie man sieht. Wir haben ein kleines, großes Problem. Wir haben gestern schon festgestellt, dass unser Dieseltank abgerissen ist, zumindest die Tankhalterung. Das konnten wir jetzt auch einigermaßen fixen. Dann sind wir heute weitergefahren, haben festgestellt, dass sich unser Schalthebel ganz heftig bewegt. Haben auch mit einer Werkstatt gesprochen, da können wir morgen hinfahren. Allerdings ist jetzt zu guter Letzt noch unser Auto oder unser LKW komplett ausgefallen. Wir hatten ein komisches Geräusch und wir konnten nicht mehr schalten also schalten ging schon noch, aber nicht mehr Gas geben. Wir sind nicht mehr vom Fleck gekommen. Jetzt haben wir ein bisschen geschaut und zum Glück haben wir auch eine tolle Steierhilfegruppe, die uns alle tatkräftig aus der Ferne unterstützt haben und uns Tipps und Hilfestellungen gegeben haben. Wir haben den Fehler gefunden, hoffen wir, und probieren wir jetzt, ob wir weiterfahren können. So, wir sind jetzt in der Werkstatt angelangt. Wir haben auch das Problem gefunden. Uns ist bei der Bodenwelle, die wir mitgenommen haben, nicht nur der Auspuff abgerissen und die Halterung vom Tank, sondern auch die Halterung vom Motor. Und weil die Schrauben von der Motorhalterung abgerissen sind auf der einen Seite, hat sich der Motor ein bisschen gesenkt und damit ist halt alles andere infolgedessen passiert. Der Auspuff abgerissen, unsere Schaltung funktioniert nicht richtig und das kam halt alles wegen
der abgerissenen Motorhalterung. Und deswegen ließ er sich auch nicht öffnen, weil das alles halt verschoben war. Das wird jetzt gerade gerichtet und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, dank dem unglaublich tollen Einsatz der Mechaniker gestern haben wir es geschafft. Und wir sind gestern Abend dort um, keine Ahnung, 8, halb 9 wieder vom Hof gerollt. Es funktioniert wieder alles, es ist alles wieder dran, Auspuff angeschweißt. Die Motorhalterung ist wieder fest, es ist alles wieder gerichtet, unser Tank ist wieder fest und wir können wieder fahren. Super. Gestern Abend sind wir im Dunkeln noch ein Stück weiter gefahren und haben einen Stellplatz gesucht und haben dann tatsächlich was gefunden, was sich heute Morgen als wirklich toller Ort herausgestellt hat. Wir sind umgeben von blühenden Lupinen, wir haben einen Fluss, wir haben alles Mögliche an Aussicht. Also es ist wunderschön. Und nach der ganzen Aufregung der letzten 2 Tage haben wir jetzt einfach beschlossen, wir machen heute mal low, wir bleiben hier, wir halten die Füße ins Wasser, es ist nämlich heute richtig schön warm und sammeln uns erstmal wieder, machen ein paar Arbeiten, die liegen geblieben sind. Ja, und dann fahren wir wieder weiter. Das war. Ja, wenn sowas passiert, kriegt man immer erstmal einen großen Schreck. Doch wir sind hier in Südamerika und das Motto ist Tranquilo, ruhig. Und genau so ist es auch. Man bekommt immer irgendwie geholfen und es geht immer irgendwie weiter. Die Menschen und ihre Hilfsbereitschaft und die tolle Natur ist etwas, das wir hier schätzen und lieben gelernt haben. Langsam arbeiten wir uns nach Norden und genießen die Natur in vollen Zügen. In den Bergen schmilzt der Schnee und man kann unzählige Wasserfälle zwischen den Bäumen in den Wäldern entdecken. Und abermals müssen wir durch den kalten Regenwald, der uns schon auf dem Weg nach Süden tief beeindruckt hat, aber jetzt mit warmen Temperaturen zum Wandern und Spazieren einlädt. Regenwald heißt Regenwald, weil es häufig regnet und somit auch sehr nass ist. Wasserdichte Schuhe wären von Vorteil gewesen, wir hatten leider keine. Trotz nasser Füße war aber die Wanderung zur Laguna Los Quetros sehr spaßig und der kalte Regenwald ein weiteres Highlight auf der Carretera Austral. Zu Weihnachten finden wir uns in Futterleufu auf dem Kiesbett ein, wo wir im Frühling bereits mit Bruno und Renate gestanden hatten. Auch diesmal sind wir nicht alleine. In Elchaltén haben wir 2 Familien kennengelernt, die hier nun mit uns die Festtage verbringen. Es ist super warm und die Kinder genießen gemeinsam das tolle Wasser. Aber nicht nur die Kinder, denn wir Erwachsenen haben uns zu Weihnachten das Geschenk gemacht, eine Rafting-Tour zu unternehmen. Denn wenn es ums Wildwasser-Rafting geht, ist Futterleufu der Spot in Südamerika.
Gemeinsam mit einem Guide und ein paar Safety-Booten ging es also den Fluss hinab und wir wurden so richtig nass. Der Rio Futaleufú ist dabei übrigens kein Anfängerfluss. Und es gelten einige Sicherheitsregeln, die vorher erklärt werden, aber wir haben uns zu keiner Zeit unsicher gefühlt. Unser Guide und das Safety-Team waren super und wir hatten einen riesen Spaß. Kapitän 2. Ah. Ja, und das ist. Okay, forward, please. Stop, stop, stop. Okay, forward, please. Forward. Das sieht aber auch böse aus. Ja. Von Futaleufú geht es weiter ins argentinische El Bolsón. Auf dem Weg dorthin liegt der Nationalpark Los Alerces, wo wir nicht nur altertümliche Wandmalereien finden, sondern auch wieder mal einen tollen Park zum Wandern und Spazieren. Der Nationalpark dient unter anderem dem Schutz der selten gewordenen Alerce, also der südamerikanischen Zypresse. Sie ist als eine von nur 7 Baumarten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens gelistet und der internationale Handel mit der Alerce ist deshalb verboten. Außerhalb von El Bolsón lernen wir auch Klaus und Claudia kennen, die für viele Overländer so etwas wie die Ikonen des Reisens darstellen. Wir dürfen auf ihrem Grundstück campen und weil Klaus den Fuß gebrochen hat, helfen wir auch gleich ein wenig, die Bewässerung des Grundstücks wieder in Gang zu bringen. Im neuen Jahr geht es dann weiter durch El Bariloche über die 7-Seen-Route bis zum Nationalpark Lanín. Jetzt im Januar ist Ferienzeit in Argentinien und es ist überall ein bisschen mehr los, als es die letzte Zeit der Fall war. Doch trotz des Mehrbetriebs auf den Straßen und den Stellplätzen haben wir eine wunderbare Zeit. Die Zeit verfliegt und schon sind wir im Nationalpark Lanín angekommen. Der namensgebende Vulkan Lanín ist von weitem sichtbar und gilt aufgrund seiner Gleichmäßigkeit als der schönste Berg Argentiniens. So, wir waren jetzt heute wunderbar am Lanín spazieren und haben noch eine schöne Mittagspause gemacht. War eine doofe Idee, weil eigentlich wollten wir danach über die Grenze. Die ist jetzt gerade gesperrt, denn die argentinische Seite hat, soweit wir verstanden haben, ein Problem mit dem System für die Migration. Deswegen können wir nicht ausreisen, deswegen müssen wir alle, die hier stehen, und das sind ganz viele, hier warten. Für uns ist das gar kein Problem, im Zweifel schlafen wir halt einfach hier, aber es sind halt ganz viele Leute mit PKW oder Fahrrad oder Wanderer da. Für die ist es ein bisschen blöd. Mal gucken, ob wir heute noch drüber kommen oder ob es wirklich erst morgen weitergeht. An diesem Tag kamen wir leider nicht mehr über die Grenze, dafür aber am nächsten Morgen. Und der Weg führte uns weiter nach Pucón zum Vulkan Villarrica. Die erste Schwierigkeit bestand aber darin, einen gescheiten Platz zu finden, von dem wir den Vulkan sehen können und an dem wir auch die Nacht verbringen können.
Hallöchen zusammen. Wir stehen hier vor dem Vulkan Villarrica. Das ist ein aktiver Vulkan und wie man so schön sehen kann, ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann, raucht er die ganze Zeit. Also der ist voll aktiv im Moment auf gelber Warnstufe. Deswegen können wir leider nicht bis hoch zum Krater wandern, was wir schon überlegt hatten, ob wir das machen oder nicht, aber das fällt halt aus. Nichtsdestotrotz schauen wir uns von hier unten an und ja, ist total interessant. Wir werden wahrscheinlich heute Nacht hier stehen bleiben und hoffen, dass wir das Kraterleuchten sehen, wenn sich die Magma in dem aufsteigenden Rauch spiegelt. Nachts kann man das wohl sehr gut beobachten. Wir sind gespannt und werden schauen, ob wir das für euch festhalten können. Schon alleine am Fuße eines rauchenden Vulkans zu stehen, ist ein Erlebnis für sich. Aber dann nach einem schönen Sonnenuntergang auch noch das Kraterleuchten zu sehen, ist unbeschreiblich. Und so saßen wir am Tag und in der Nacht gebannt vor dem Villarrica und waren ergriffen, ehrfürchtig und begeistert zugleich. Mit dem Abschied vom Villarrica nehmen wir auch langsam Abschied von Patagonien. Für uns ist dieser südliche Zipfel Südamerikas mehr als nur ein windgepeitschtes Land mit kalten Wintern und unberechenbarem Wetter. Für uns ist Patagonien, zumindest in den warmen Monaten, zu einem richtigen Sehnsuchtsort geworden. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen und wenn ja, freuen wir uns natürlich über ein Like. Seid auch auf jeden Fall beim nächsten Video mit dabei, wenn wir euch mitnehmen in die trockenste Wüste der Welt, in die Atacama. Hier sehen wir nicht nur altertümliche Geoglyphen, wir wandern auch über ein riesiges Geysirfeld und erleben noch so viel mehr. Wenn nicht schon getan, abonniert dazu am besten unseren Kanal, um nichts zu verpassen.